Hallo und herzlich willkommen auf dem Permakulturkanal. Windig und kalt ist es heute. Dennoch möchte ich ganz gerne die Kürbisse einpflanzen und die mal dann die Voranzucht in das Gewächshaus verlegen. Und da könnt ihr gerne mitkommen und zuschauen, wie ich gärtner. Und außerdem möchte ich mir heute die Frage stellen, wie einfach oder wie schwer Gärtnern sein soll. Das wollen wir auch klären. Los geht's! Alles, was ich einpflanze, mache ich zeitversetzt. Und jetzt in der ersten Woche ist das nur eine Pflanze, die wächst und ja, die macht sich ganz gut. Das ist der Ölkürbis. So wie angekündigt, probiere ich tatsächlich aus und gleichzeitig bekommen auch andere Pflänzchen ein Spritzer Wasser. Interessant ist es zu beobachten, wie die Samen keimen. Ich habe die in ein Tuch, ein feuchten Tuch eingewickelt und jetzt kann man schon die ersten Keimlinge sehen. Die Keimrate ist eigentlich ziemlich gut. Ein paar Samen sind kaputt gegangen, aber das macht nichts. Daneben habe ich auch Mais eingeweicht. Das sieht auch sehr bizarr und interessant aus. Das mache ich zum ersten Mal. Mais einpflanzen ist eigentlich ziemlich aufwendig und das habe ich bis jetzt nicht so in diesem Umfang gemacht. Aber das probiere ich doch gerne aus. Es sind ganz kleine Keimlinge schon zu sehen und die kommen jetzt ins Gewächshaus. Hier ist der Kürbis schon etwas größer. Außerdem möchte ich gleich ein paar Maissamen reinstecken. Das wird die erste Aussaat, ganz früh. Ja, die habe ich eingeweicht. So circa eine Woche waren die schon in eine Box angefeuchtet mit einem Tuch. Also so sehen die Sämlinge jetzt aus. Die 2 Ölkürbispflänzchen kommen jetzt ins Gewächshaus und bleiben da bis Mitte Mai. Das sind erstmal 2 Töpfe für die Voranzucht. Nächste Woche kommen noch 2. So kann man sicher sein, dass tatsächlich die Ernte erfolgt. Irgendwann mal ein paar Pflänzchen gehen immer kaputt. Und jetzt kommen überall im Garten die Maiskeimlinge rein. Ich benutze meistens kein Werkzeug, entweder ein alte Löffel aus der Küche oder ein Stöckchen. Das reicht mir vollkommen. Es ist vielleicht verrückt, aber das macht auch immer Spaß. Die Maispflanzen wachsen ziemlich groß, also suche ich mir ein paar Plätzchen im Garten, wo sie dann nicht stören und später im Gartenjahr die anderen Pflanzen nicht zu sehr verschatten. Ich suche jetzt ein paar passende Plätzchen für die Maispflanzen. Ich möchte nicht so dicht pflanzen, so 1, 2 Pflänzchen in eine Stelle und überall im Garten verteilt. So haben die Schädlinge nicht so viel Chance, die Pflanzen zu beschädigen. Und es sieht außerdem sehr hübsch aus und nicht so geordnet. Ende April kommen neben dem Mais auch Stangenbohnensamen rein. Jetzt ist das noch viel zu früh für die Stangenbohnen und dann soll das auch eine schöne Kombination sein. Der Mais soll eigentlich den Bohnen die Rankhilfe bieten. Mal schauen, wie es klappt. Unser Kürbishochbeet ist erst 1 Jahr alt. Es wächst jetzt Weizengras und Lauchzwiebeln drinne. Die werden zeitversetzt jetzt abgeerntet und da werden Kürbisse eingepflanzt.
Letztes Jahr waren noch Tomaten da drin, die sind von alleine aufgegangen. Die haben wir dann stehen gelassen. Das war eine tolle Kombination. Mamas Mangold-Permakulturbeet, ein ewiges Mangoldbeet, funktioniert ganz toll. Es sind große Pflanzen vom letzten Jahr da, aber auch kleine Sämlinge. Die müssen jetzt vereinzelt werden. Mangold ist ein perfekter Lückenfüller. Also haben wir genug Material, jetzt ein paar Lücken irgendwann mal im April und Mai zu füllen. Da, wo die Pflanzen nicht aufgegangen sind, auf verschiedenen Beeten werden Mangoldpflanzen versetzt. Und die Gurkenkiste, die ist natürlich auch noch in der Bearbeitung. 2 Wände fehlen noch und irgendwann mal Ende April ist die fertig. Übrigens, die Wasserstelle, die ist tatsächlich ausgetrocknet, wie in einem Kommentar beschrieben. Es war ein Starkregen und jetzt ist das kein Wasserloch mehr. Schade. Es gibt im Garten auch ganz viel zu ernten momentan. Rucola, Lauchzwiebeln, Girsch, Brennnessel, das sind vitaminreichste Pflanzen jetzt im Frühjahr. Ich mache ein Rührei mit Brennnessel heute, klein gehackt und dann mit Rührei eingearbeitet. Das bedeutet für mich die Selbstversorgung. Ich könnte Brennnessel wirklich jeden Tag essen. So verrückt wie es klingt, mittlerweile schmeckt die fantastisch. Und die Frage, wie leicht oder wie schwer Gärtnern sein kann, das soll jeder sich selbst beantworten. Ich habe meine Lösung gefunden. Ich pflanze nur das ein, was ich tatsächlich esse. Und sonst versuche ich die Natur nicht zu berühren. Und dann sind sehr, sehr viele Überraschungen auf einmal. Zum Beispiel die Wildkräuter, die sprießen überall und man versucht sie zu pflücken, in der Küche zu verarbeiten und dann schmecken die auf einmal. Und ja, dieser Einklang mit dem Garten, mit der Natur selbst, das macht viel Freude. Beobachten und ausprobieren, das macht am meisten Spaß. Und so möchte ich dieses Video beenden und wünsche dir auch einen tollen Gartenjahr und viel Freude. Und möchtest du meine Experimente weiter mitverfolgen, dann abonniere gerne den Kanal. Für heute verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Video.